Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel. Wir befinden uns immer noch in Guerrilla Fortress, sind kurz davor, uns eine Military Training Exercise live und in Farbe anzuschauen. Und bevor das ganze Spektakel hier losgeht, haben wir vorher noch Bekanntschaft mit dem Vater von Elliot gemacht, einem berühmten und bekannten Lieutenant. Und ja, er freut sich, dass er unsere Acquaintance gemacht hat. Wir freuen uns andersrum genauso. Und ich glaube, dann können wir auch schon starten. Richtig? Likewise, sir. It's a pleasure, sir. You've got one heck of a dad, Elliot. Believe me, I feel it in the bones. Ja, der hat ihn beim letzten Mal ein bisschen fester umarmt, würde ich mal sagen. Now, let me give you a brief rundown of what will be happening. This exercise will consist of a simulated battle conducted by two of our armored divisions. Armored regiments at the formation center, infantry, armored cars, and airships will work in tandem, using their maneuverability to the fullest to obliterate the targets. As our targets today, we'll be using previous model tanks that have been decommissioned from service. Autopilot functionality will allow them to evade and return fire, but they've only been armed with paint bullets. However, all other regiments taking part into this exercise have been equipped with live ammunition. So you intend to actually destroy the other tanks? Hey, it would hardly be a live fire exercise if we didn't. Aber der ein oder andere NPC hat uns das beim letzten Mal schon in Aussicht gestellt, dass hier auch einige Testziele quasi zerstört werden sollen. The current time is 14 Uhr, right on schedule. Ich finde die Darstellung, wie die Uhrzeit hier angezeigt wird, immer ein bisschen irreführend, weil es liest sich wie 1400 Stunden, aber vielleicht kenne ich das auch nur nicht besser. Aber 14 Uhr ist Start und wir haben es jetzt scheinbar genau 14 Uhr, insofern alles on time. We'll now begin today's joint military exercise. Armored Divisions 4 and 5 commence combat operations. Glory to the Empire and the Imperial Army. Begin! Yes, sir! Oh, die Musik verändert sich. 5th Armored Division, Armored Regiment will advance first. Armored Car Regiment and Infantry Regiment follow their lead. 4th Armored Division, Armored Regiment and Infantry Regiment advance together. Armored Car Regiment deploy to the left and right. Und wir sitzen daneben und beobachten das alles. Ich glaube, das wird gleich noch gezeigt. Was hier für Unkosten entstehen, ne? Ist echt fraglich. Ist das wirklich nur eine Übung oder ist die Begrifflichkeit Exercise einfach nur als Deckmantel gedacht für den Bedarf, die eigene Macht zu demonstrieren? Aber ich meine, der Feind schaut ja hier nicht zu, also wen will man damit beeindrucken? Vielleicht um die Moral der Leute, die hier arbeiten, zu erhöhen? Keine Ahnung. Denen scheint es finanziell auf jeden Fall gut zu gehen, wenn die sich sowas leisten können. Wow! It's certainly potent. So this is the kind of firepower it takes to fight a modern war. You said those tanks are called 18s? Yeah, they're a type of main battle tank the Rainford Company developed 2 years ago. I've seen their spec sheets, but seeing their power firsthand tells you what numbers and decimal points won't. They might be the strongest heavy tanks on the continent. And the Imperial Army's got a couple hundred of those in their wings, huh? That's kinda crazy. You try fighting things like these head on, you won't stand a chance. That's as true for our own nation as it is for others. Haha, I just can't get used to this. Just the sound of the artillery firing is enough to make me start shaking. Ich verstehe ihn da komplett. I don't think that's something you should get used to. I mean, if the sound of guns and warfare ever stop bothering you, I'd be worried. Das hat er sehr gut auf den Punkt gebracht. Green. Uh-oh. I guess this is another kind of strength. Ich befürchte aber, dass unsere liebe Class 7 in den späteren Teilen
häufiger mit solchen Szenarien konfrontiert werden könnte. Nur Bauchgefühl. Bitte, bitte nichts dazu schreiben, wie gehabt. Thus, the military exercise came to an end. The 4th Armored Division, led by Lieutenant General Craig, withdrew to an encampment near the fortress. Meanwhile, we returned to the fortress where Major Neidhart outlined the results of the training exercise. After that, was heißt denn Results? Also der zählt einfach, wie viel hier abgefackelt wurde und zerstört wurde und summiert den dadurch entstandenen Schaden oder was. Also hier war wahrscheinlich mehr Taktik involviert, als ich imstande war zu sehen. Trotzdem. Weiß ich nicht. Es bleiben viele Fragezeichen zurück. Weil Training Exercise impliziert ja, dass man irgendwas verbessern will. Vielleicht haben sie irgendwie erfasst die Schlagkraft und Dauer und Zeitfaktoren und sowas alles. Aber als Außenstehender sieht das halt schon ein bisschen sinnlos und viel zu aufwendig aus. Ich meine, du kannst ja die Stärke eines Panzers auch austesten, indem du einen Panzer auf einen anderen Panzer schießen lässt, ne? Aber in der Größenordnung ist das nochmal was anderes. Sorry you had to wait for us to finish. Don't worry about it. We're the guests here after all. Thanks for your consideration. At the very least, I'd say dinner's a million times better than lunch was. I mean, it's hash beef day. That's an Imperial Army tradition, isn't it? Oh, just the smell's making me hungry. Oh yeah, where'd your instructor go? She's a real looker. I was hoping to get a chance to talk to her. Ja, sehr hat vorgenommen. She went to see the fortress commander with Instructor Neidhart. She did ask us to eat without her tonight. Alright, well, if she's with Major Neidhart, it's hard to compete with those guys from the 4th Armored Division. It would be enough if they just had Craig the Red, but they've got the Major too, and he's kinda scary. Like a division of muscle men. Anyway, we shouldn't keep you tied up any longer. Your hash beef's gonna go cold. See you tomorrow, guys. Sehr nett auf jeden Fall, die beiden. Und heute gibt's mal gutes Essen. Und ein bisschen hungrig werde ich auch, wenn ich das so höre. Aber weniger, wenn ich das sehe, ehrlich gesagt. Wow, it's actually delicious. It's like night and day compared to what we had for lunch. You're telling me. Naja, besser geht immer, ne? Ah, come on, guys. What's with all the gloomy faces? You think you guys might have had a bit too... You think you guys might have had a bit too rosy of an outlook? What were you expecting to see out there? I'm sure you can understand at least a little of how we feel. It's like, has everything we've learned in our time at the academy been for nothing? Academics, the arts, individual skill in combat, none of those matter in the slightest in real warfare, do they? It's true. If all you're looking to do is fight a war, you don't need any of those. All you need is plenty of troops at your command, the latest weaponry, and overwhelming firepower. Assuming you know the tactics to use them well, and a strategy that employs them effectively, I suppose. The 18s are even more powerful than I was expecting them to be too. I remember my mother boasting about their capabilities when she was trying to sell them to the army 2 years ago, but to be honest, I'm feeling somewhat disheartened as well. I can see where being a place for swords on the battlefield with weapons like those on the front lines. Well, I don't think that means individual combat skills doesn't matter at all. Still, I think maybe we've been misunderstanding something important all this time. What we saw in that military exercise today was power in its purest form. It has no morality of its own. It exists to bring about a result, regardless of the ideas or principles of those who wield it. That's true. In a sense, the same could be said of a sword or a gun. And all the way on up to something as huge as Guerrilla's railway guns too. I think I finally understand why they wanted us to watch that military exercise in the first place. They could have taught us in a less roundabout fashion. Well, looks like you didn't wait for me to start the party. Das hieß gerade, du wolltest nicht mit uns essen. Was stimmt denn nun? War ja klar, dass es Sarah ist, oder? Instructor Sarah. So, you spoke with the commander? Sure did. I've got up-to-date info on the trade conference too.
as well as all the latest on the terrorists. Das sollten wir vielleicht nicht so offen in der Kantine besprechen, wenn hier der ein oder andere mithört. So, there's new information about the Imperial Liberation Front. Anyway, before I get to that, let me explain what you'll be doing tomorrow. In the morning, you're scheduled to participate in the Imperial Army's physical fitness training. In the afternoon, you'll be attending a special lecture where I bring you up to speed on that info I just mentioned. After that, you have been granted special permission to view the railway guns. Ooh, I see. Looking forward to that. Sounds like we've got a pretty packed schedule. Well, we did bring you all the way out here, so we might as well make the most of it. Every nation possesses power in the form of a military, whether that military is large or small. Guerrilla Fortress just happens to have that power in a very striking, easy to understand form. As students of a military academy, you have an obligation to know the scale of the power the Empire of Erebonia wields at present, a power you might one day be in charge of yourselves. What? Anyway, even a meeting that long couldn't keep me away from trying the famous hash beef rice. I've heard it's the only decent food they have around here, so I've been looking forward to this all day. Na dann, gönn dir. Der Übergang, der ist schon wieder herrlich, ne? Von den ernsten Themen zu den weniger ernsten, wobei Essen ist auch ernst, ne? We should probably finish eating. Yeah, though it's gotten a bit cold now. Maybe I go and ask for seconds. Oh, uses, if you don't want the rest of yours, can I have it? I'd sooner throw it away than give it to you. Oh, das ist so böse manchmal. Das ist so böse. Aber wenn es von Uses kommt, halt auch nicht überraschend. Also nicht im Zusammenhang mit Milliam. Ich glaube, der hat auch kein Interesse, ihr auch nur im Ansatz zu signalisieren, dass er sich ein ganz kleines bisschen vielleicht gern hat. Aber vielleicht ist dem auch nicht so. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall lustig mit den beiden. Auf einer anderen Ebene als zwischen Usis und Markias ganz am Anfang noch. So, jetzt sind wir wieder hier. Daran erinnere ich mich nämlich, dass jetzt hier eine Szene noch kommt. Ich dachte deswegen, dass hier das nächste rote Ausrufezeichen beim letzten Mal gewesen wäre. Okay, that should do it. Alright, that covers today's quota. Ew, I'm looking forward to a nice long bath. Well, you know how every time there's a military exercise coming up, the workload gets pretty crazy like this. Still, at least managing inventory has gotten a lot easier thanks to the Orbital Net. They've got everything hooked up on the network over in Crossbell, right? Wish the Empire would get on that a bit more. Think of the utility. Well, from the sound of it, you need special equipment to send signals through a wired connection to make use of it. And considering the size of the Empire, it's probably going to be quite a while before it's a widespread thing here. Eine E-Mail ist angekommen. AOL lässt grüßen, huh? An orb mail? Looks like it's from HQ. Oh, you've gotta be kidding me. This right here is the problem with the Orbital Net. There's no such thing as off hours when they can just send you orders round the clock. Ja, aber muss nonstop jemand am Rechner sitzen und das überblicken? Vermutlich schon. Hä? What's going on? So, get this. They're planning on doing some extra exercise tomorrow. That means we've got to outfit 20 18s with C units by tomorrow. 20. Das klingt nach Nachtschicht, seriously. Might as well start up another pot of coffee. We're in for an all-nighter for sure. Do we even have that many C units left? Actually, another lot came by freight just this evening. Exactly 20 if you can believe it. Also war das wohl doch nicht so eine spontane Entscheidung. Guess we just have to get it done. Damn it, at least let us take a shower. I'm gonna head down to the mess hall and grab some snacks. You want anything? Ich glaube, du solltest einfach was mitbringen. Denn wenn sie jetzt nicht wollen, vielleicht in 3 oder 4 Stunden. Nicht zu beneiden, die armen Dudes. Und warum überhaupt noch eine zweite Exercise? Na, jetzt kann ich speichern. Das mache ich mal eben. Und dann continuen wir mal. Und gucken, was der nächste Tag so für uns bereithält. Ich bin gespannt. Es riecht nach Eskalation, so wie bei jeder Field Study, die wir bisher hatten auch. Am ersten Tag ist immer alles ruhig und entspannt und am zweiten Tag passiert immer irgendwas Unvorhergesehenes. So war bisher der rote Faden im gesamten Spiel.
Wobei, könnte auch sein, dass manchmal die Eskalation erst am 3. Tag kam. Aber meistens am 2., oder? Keine Ahnung. So, seid ihr alle noch wach? Hat der Kaffee euch wach halten können? Die haben sich wahrscheinlich nicht nur mit Koffein, sondern auch mit Taurin vollgepumpt. Vielleicht gab es ja aber sowas wie Energy Drinks auch noch nicht in deren Zeitalter. Keine Ahnung. Müsste man mal gucken, was man bei den Händlern so kaufen kann. Da ist bestimmt irgendwas Ähnliches auch zu erwerben. So. Neuer Tag, neues Glück. Wo starten wir? At last, after what seemed like enough adventure to fill a week, we reached the final day of our field study. Over in Crossbar State, they were busy preparing for today's keynote session at the trade conference. We spent the morning running through the Imperial Army's physical fitness program alongside some of the soldiers. And after completing it, no easy task I might add, we sat down to a lukewarm redux of yesterday's lunch. That afternoon, during our special military science lecture, we were presented with a confidential report on the terrorists. Das hatte Sarah uns ja in Aussicht gestellt. The Imperial Liberation Front is in Crossbell. Uh-oh. That's right, or at least that's what the Intelligence Division believes. It looks like a no-terrorist organization from the Calvert Republic has turned up in Crossbell too. Auch noch. The situation over there is pretty tough and cold right now. Oh no. What are the authorities doing? Everything they can, naturally. However, operations are being handled solely by the Intelligence Division. They refuse to tell the Imperial Army anything, just that they have a trusted ally taking care of things. But who does the Intelligence Division trust? You've gotta know something about this, right, Short Stack? Well, I do, but I can't really tell you anything. I guess it's not a breach of confidentiality to tell you. They're a really strong bunch, though. That's pretty vague. Und vor allen Dingen auch ein bisschen beunruhigend, ne? I've got a few ideas. Anyway, there's not much point in us worrying about that right now. The bigger issue is that our terrorists of the hour, the Imperial Liberation Front, are a bigger crew than we thought. Big enough to be in possession of a state-of-the-art military airship at least. Seriously? An airship? Can we assume Rainforce the manufacturer then? Correct. Just how something that large found its way into the hands of insurgents is currently unknown. But it seems to be a high-speed model different from the heavily armored types favored by the Imperial Army. I'd bet it's from the RF-26 series. There are a number of different models within that series though. But if they have an airship, that means they're going to be a whole lot more difficult to catch, doesn't it? That's exactly what it means. It's basically impossible to keep tabs on them as it is. With an airship in their possession, there's no telling when or where they'll pop up next. Tja, als ob das nicht schon schwer genug wäre, ne? Auch ohne. That's quite worrying, especially considering Prince Oliver is attending the conference. And Tower's in Crossbell right now too. Yeah. Damn, now you've got me worrying too. Oh, take it easy. I don't think you have anything to worry about with Grams and Lecter over there too. Well, that aside, if the terrorist attention is currently focused on Crossbell, does that mean the Empire is effectively safe right now? You raise a good point, Laura. They did target Princess Alpha during the summer festival last month. It's possible it's just a feint. Feint? Maybe they just want us to believe they're targeting the Chancellor. The Railway Military Police thought so too, which is why they've increased the security level here at home. The Emperor and everyone else connected to the Imperial family should be safe. They've also beefed up security anywhere that seemed short-handed. As well prepared as ever, I see. At any rate, you finally uncovered some information on the terrorist identities, correct? That's right, though once again, we have the Intelligence Division to thank for that. If you'd turn your attention to the screen, please. Ja, da hängen noch Sachen. Das irritiert mich. Zettelchen links hinter Neidhart. I know that face. G. That's the man who kidnapped Princess Alphen and Elise in Heimdall. Wir wissen ja eigentlich, dass das auch für Gideon steht, oder? Not to mention trying to start a war with Calvert in the North Highlands. So, who is he? His full name is Michael Gideon. He used to be an assistant professor at the Imperial Academy in Heimdall.
That man? A teacher? So, an academic. Right, his focus was political philosophy. 3 years ago, he was dismissed from his position due to his intense criticism of Chancellor Osborne's hardline policies. Oh, so getting laid off set him on the road to terrorism? Well, it sounds like the actual reason he was let go was because he was handing out tracts and flyers in public. You'll find these kinds of idealists at the heart of most terrorist groups, though. In seeding a group with their core ideology, they twist it to be even more militant and radical. You can't even reason with them either. Yeah, they just don't know when to give up. Sounds like some other groups I know. So, do we know anything about the others? We crossed paths with what I can only assume were 3 other key members last month in Heimdall. Yes, S, V, and C. It seems like they haven't been able to dig up much on those 3 yet. The strongest lead right now is that V may have belonged to a Jäger corps. Interesting. He was toting around this machine gun that looked like it should have been mounted on a vehicle. Does he seem familiar to you, Fee? Not really. They're working on narrowing down the identity of S2, but it's too early to make any informed statements. The real unknown is their leader, C. The one in the wizard helmet. I heard he was able to go toe to toe with Reen, Laura, and Fee simultaneously. I almost find that hard to believe. I don't. I imagine there are plenty of people in the Empire who could do so. It goes without saying that the Radiant Blade Master could fend 3 of us off without much of a problem. Ja, den müssen wir mal ins Team holen, ne? But I bet good Mira Instructor Sarah and Major Neidhart could do it too. Good Mira Instructor? Interessant. I can say for certain. Look at Mr. Modesty over there. The Major here is widely held to be one of the strongest up-and-coming officers in the entire army. I've heard people mention him right alongside Major Vander. Laying it on a little thick today, aren't we? Going by the family name, it seems safe to assume he's a practitioner of the Vander style of swordsmanship. No doubt a relative of Lieutenant General Zex from Zender Gate. While I would question whether I can stand on equal footing with him, Major Vander is unquestionably strong. He was my classmate during my military academy years and quite close to Prince Olivert as well. In fact, he's in Crossbell right now, serving as the prince's bodyguard. Wow. Ist doch der Müller, ne? Well, that's reassuring to know. But getting back to the point, it's not just C. We still know very little about their group as a whole. Even their source of funding is a mystery, so even if they're a no-show in Crossbell, I doubt we've heard the last of them. And call it coincidence or fate, but you've put the kibosh on their schemes twice now. It's entirely possible they've come to hold a personal grudge against you, so be careful. Right. Yeah, we'll be sure to keep that in mind. Die werden sich sicherlich an uns erinnern. Vor allen Dingen an die letzte Begegnung. Das war doch das, wo mit der Entführung mit Alfin und so, ne? Wo wir auch C direkt konfrontiert hatten. Eventually the afternoon series of special lectures came to an end. And it was finally time to get a peek at Guerrilla Fortress in famous railway guns. 15:30 Uhr. Zeit für ein Mittagsschläfchen. Aber nicht für Class 7. Und auch nicht für mich. Das wäre ein pures Luxusleben, wenn es so wäre. You'll now be shown to the area where the railway guns are housed. All of what you're about to see is highly classified. I presume you're aware of the protocols surrounding confidential intel? Yes, Instructor. I'm getting nervous. Me too. Wenigstens bin ich nicht die Einzige. Guys, it's just railway guns. I've seen them before. They're nothing to get all excited over. Ja, ich glaube, die anderen sind nicht unbedingt vergleichbar mit dir, wenn es um solche Sachen geht. Orion, this part of the field study isn't mandatory for you. If you'd like to stay here and wait for us, that would be more than okay. Jeez, I'm just kidding. I don't want to be the only one left behind. Honestly. Telephone.
Ah, excuse me a moment. This is Neidhart speaking. Yes, hello, Commander Walter. Wait, Müller wants to speak to me? Ey, wir haben gerade von Müller gesprochen. Of course, put him through. What could you possibly be calling about at a time like this? Uh-huh. What? What's happening? Huh. Is he taking a call from someone outside the fortress on his Arcus? Sure looks that way. Understood. We'll be on alert here as well. Yes, right. Take care out there. Did something happen in Crossbell? I'm afraid so. A short while ago, the skyscraper where the conference is taking place came under attack by the Imperial Liberation Front. Uh-oh. The attack was carried out via airship. Fortunately, they were able to repel the terrorists, and Prince Oliver, Chancellor Osborne, and the others are unharmed. However, it's too early to tell if the danger has truly passed. They really did attack the conference. How foolish. But that's not all, is it? Something else strange happened. What was it? The terrorists were somehow able to gain access to the orbital net and manipulate the shutters that partition the building. Furthermore, they had with them a force of mechanical monsters. I don't like the sound of that. You found something like that in the ground, right? Yeah, we ran into one on the highway there. And they broke into the orbital net. Major, how much of Guerrilla Fortress is connected to the network? At present, it's only used for inventory and equipment management, but the maintenance staff... What was that? A tremor? It came from right below us. Below the hangar. Upsi. Da ist sie. Die Eskalation, die wir alle irgendwie haben kommen sehen. Nur die Form war noch unklar, ne? What the hell? Die 18s. Oh, what happened here? They just started moving. No one's inside. They just started moving on their own. Fremdgesteuert durch das Netzwerk vermutlich. The C unit started malfunctioning. No, they couldn't have. What's a C unit? It's an automatic control unit we put on vehicles that are going to serve as targets in military exercises. How did C units end up attached to our most advanced tanks? Sorry. This is really bad. I'm going to assess the situation. I need you here to help fight the fires and assist the injured maintenance staff. Yes, sir. Please be careful out there. Bitte helft denen, okay. Vielleicht haben wir ja Glück und hier kommt wenigstens jemand zu Tode. Das wäre schön. Können wir uns bitte an deren Fersen heften? Wobei, gegen die Panzer selbst könnten wir jetzt vermutlich auch nichts ausrichten. Man könnte maximal drüber nachdenken, Lemmy auf die anzusetzen. Aber wenigstens greifen sie in Anführungsstrichen nur die Panzer an und nicht die Menschen. Wobei in den Panzern sitzen vermutlich auch Menschen. This is crazy. Hold on a minute. Are automatic control systems really capable of that level of advanced maneuvering? No, they're definitely not. Our current technology isn't capable of anything nearly this advanced. But if you were to apply the tech used in the archaisms, it suddenly becomes a whole lot more possible. Instructor, are you saying that society might be involved in this? I'd say it's looking more likely by the minute. What are they? Sie scheinen auf jeden Fall ein Ziel zu haben. Isn't the training ground we visited yesterday out that way? Just what are they planning? Ich vermute mal nicht einfach nur sinnlose Zerstörung. Aber was weiß ich schon. What in idea's name is going on here? Why are unmanned tanks roving around blasting the hell out of this base on their own? Well, it seems that last night headquarters sent an order to the engineers to fit those tanks with C units. Direkt gehackt scheinbar. Preposterous. I gave no such order.
But never mind that. Right now we need to focus on extinguishing the fires and quelling the confusion. And send a request for assistance to the 4th Armored Division. Na dann mach mal. Es eilt auf jeden Fall. Bitte als urgent kennzeichnen, okay? What should we do? I can see us being able to catch up to them without a horse at the very least. But what's their goal? What are they trying to accomplish here? Das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und selbst Pferde würden uns hier nicht helfen, weil wenn wir die erreichen, wir könnten nichts gegen die machen. Whatever it is, they definitely have some kind of game plan. We can't just stand aside and do nothing. Leave this to us. Maskuline Stimme isn't dead. Dead? Okay, Panzer gegen Panzer könnte wiederum funktionieren. Hauptsache dem Vater passiert nichts. Und die anderen haben schon ein bisschen Vorsprung, ne? Also, ihr müsst euch ein bisschen beeilen, glaube ich. Bevor hier noch mehr Schaden entsteht. Oh, anhalten, um zu plauschen, ist jetzt gerade nicht die allerbeste Idee. Aber macht mal. Ist halt typische JRPG-Unlogik, ne? General, HQ's appraised me of the situation. Leave these rogue tanks to us. We can't rule out the possibility that they're a diversion. I want you all to stay here. Understood, sir. Thank you, General. Be careful, Dad. You too, Elliot. 4th Armored Division advance. Take out those out-of-control tanks by any means necessary. Our opponents are unmanned. There's no need to hold back. Yes, General. Na dann, auf. Legt euch ins Zeug. Mehr Speed, mehr Speed. Wow, that's really something else, Elliot. I admit he is pretty cool when he takes charge like that. Well, it seems we no longer need to worry about those tanks at least. But what are they after? That's the question of the hour, isn't it? We can't let our guard down just yet. Might I suggest we fall back to the fortress, Major? A prudent move after we assess the level of damage inside. Hey, aren't those... What in the... Uh-oh. Ey, ich wollte gerade Kaffee trinken. Die Imperial Liberation Front? Scheint so. Wow, there's 2 of them. Damn it, they had another force lying in wait. Ah, der Henker. Also doch pure Zerstörung? Oder nur ein Ablenkungsmanöver? Fragen über Fragen. Vor allen Dingen, warum haben die 2 Luftschiffe? Oder ist das gar nicht dieses eine Luftschiff, von dem die Rede war? Vielleicht haben die noch irgendwas Übergeordnetes oder so. Vielleicht haben die auch eine ganze Flotte. Wir kennen ja nur die Spitze des Eisbergs. Do they seriously think they can breach an impregnable fortress? Ja, ich glaube, das denken sie und ich glaube, die Chancen stehen auch gar nicht so schlecht, dass denen das gelingt irgendwie. They're just terrorists, wipe them out! Ha! Right back at you! Alright, let's get this party started then. We're headed straight for the left railway gun. If anyone gets in our way, fill them full of holes. Ja, sprach ich, während ich Kaffee trank. Das hätten sie ja ruhig auch nochmal vertonen können. Die wollen also zu den ganz großen Knarren. Die wir uns eigentlich auch in aller Seelenruhe heute angucken wollten. Aber wenn die dahin wollen, kann das nichts Gutes bedeuten. What's the Imperial Liberation Front doing here? I thought they were in Crossbell. Well, that is the main attraction. They sure didn't put up much of a fight, did they? Der Überraschungsmoment war halt auf eurer Seite, ne? Our mission is to support Comrade G over in Crossbell. Our target is the right railway gun. Let's show him some beautiful fireworks, shall we? Yes, ma'am.
Die hat auch die gleiche Haarfarbe wie Elliot. Vielleicht gibt es da auch verwandtschaftliche Anbandelung. Wobei, nee, die Farbe ist nicht die gleiche. Ich glaube, wenn die nebeneinander stehen würden, würde man einen Unterschied erkennen. Oh, they're going for both the left and right wings. Shit. It's the railway guns they're after. Hatten sie gesagt, ja. No. Are they gonna fire them at the trade conference where the chancellor is? If a shot from one of the railway guns hit that building, it would blow the place to smithereens. Damn it, so that's what they're after. The situation has escalated far beyond the scope of your field study. Das sind wir schon gewohnt, gar kein Thema. I want you all to stand by here. No way! We can't just stand idle while these insurgents run amok, sagt man, glaube ich, ne? If you won't take us with you, then we'll take action ourselves. Tch. Look, time's one luxury we don't have. I think it's best to have them help us. Listen up, we're going back into the fortress. Groups A and B, you're with me. Let's do this. Yes. Oder auch nicht. Also, hier geht's jetzt gerade wirklich um was. Also nicht, dass in den letzten Field Studies, dass die nicht irgendwie wichtig wären, aber hier sprechen wir von einer Gefahr, die weit größer ist als das, was wir vorher so hatten, ne? Mal gucken. Eastern Edge of the Erebonian Empire. Garida Fortress Military Training Ground. It's no use! You can't even scratch them! What's happening? Who's in control of those things? Get in touch with the 4th Armored Division! We need backup from Lieutenant General Craig! Schon unterwegs? Und nu? Der Track ist so nice im Hintergrund. Oh Mann, ey. Wenn ich jemals jetzt so eine Top-Liste mit meinen Lieblingssongs aufstellen müsste, ich glaube, das wäre harte Arbeit. Einfach zu viele davon. Und jetzt werden wir uns in der Szene wiederfinden, die wir ganz am Anfang des Spiels auch schon vorgefunden haben. Okay, die Leute hier in ihrem Blut lachen eher nicht. Ich nehme alles wieder zurück. This is awful. What happened here? How terrible. I can smell smoke. Are they using gunpowder? They've completely blindsided us. It appears that everything else they've done today was to serve as a decoy, even making the tanks go haywire. Right. It looks like their real target was the railway guns all along. Which means they must be serious about targeting that trade complex in Crossbell City. They wouldn't! How low can they possibly sink? So, they're intent on taking the Chancellor's head after all. Resorting to such wanton violence? This is absolutely outrageous. Oh, this does look kind of bad. Understatement of the year. Please, let us help. We don't know if reinforcements are on the way, and it doesn't look like we have much time left. We have to stop them before they can activate the railway guns. Green's right. I don't know how much we can really do, but considering the alternative, we have to try. Right. I'm not about to let those terrorists have their way. Looks like any attempt to convince you otherwise would fall on deaf ears. All right. Green, you and the rest of Group A are with me. Group B, you'll be under the command of Major Neidhart. One group will secure the gun in the right wing. The other group will secure the left. This is an actual combat situation, with real lives at stake. I expect the best from each of you. Yes, sir! All right, Class 7. Our objective is to stop the activation of the railway guns. We've learned a lot at the Academy. It's time to put that knowledge to the test. Understood! Aber
Habe ich mich gerade erschrocken. Deren Zustimmung war gerade ein bisschen laut, zumindest im Headset. Instructor Sarah joined the party. While she is assigned to the active party, battle party, the number of support members is increased to 3. You can now use the burst link attack. Ooh. Nice. An attack on all enemies performed by 2 link pairs, which consumes the bravery points you gain from repeated assist attacks. Okay, also jetzt können wir bis zu 5 sammeln. Auch nicht schlecht. Press Viereck when link attack appears. Ich weiß gar nicht, ob das gegen einen Einzelgegner sinnvoller ist als zum Beispiel eine Rush Attack. Keine Ahnung, ich werde das wahrscheinlich immer spontan entscheiden. Und wir haben eine Gruppenaufteilung, die... Aha. Ey, das ist so cool. Das ist so cool, Sarah im Team zu haben. Ich feiere das. Ich feiere das so hart. Also ich dachte mir damals nur so, hoffentlich bleibt das jetzt bis zum Ende des Spiels so, weil sie ein gern gesehener Gast hier im Team ist. So, ich wollte bei Status mal gucken, ob wir ihren S-Break haben. Das ist der Fall. Und das hat genau wie bei Miriam auch, das umschließt die ganze Kampffläche. Races across the battlefield, dominating foes. Und guck mal, ihr Bild auf der rechten Seite. Ach, ich mag die Sarah einfach extrem gerne. Was hat sie hier noch Schönes? Attacks with bullets, Entschuldigung, and lightning, unbalanced 10%. Area L, auf jeden Fall cool von der Range her. Raises physical abilities with a war cry. Geht nur auf sich selbst. Und Attack Area M overtakes foes like a lightning bolt unbalanced. Ja, klingt nach einem netten Setup. Die Frage ist jetzt trotzdem... mit wem spiele ich denn? Moment, ich werde auf jeden Fall, bevor ich in die nächste Folge einsteige... sie ist aber auch ganz gut ausgestattet. Bevor ich in die nächste Folge einsteige, wird auf jeden Fall hier nochmal überarbeitet. Warum ist denn Emma schon ausgestattet? Ist das noch ein Überbleibsel von der letzten Mission? Die haben alle Quarze drin. Das habe ich doch aber nicht so eingestellt, oder? Oder zufällig doch? Keine Ahnung. Also für die Gruppe sieht das eigentlich auf den ersten Blick ganz gut aus. Ich werde nur die Jungs hier mit reinholen, weil wegen Bonding-Werten und so. Puh, auf der anderen Seite ohne Million zu spielen. Eigentlich machen Million und Emma schon ziemlich viel Sinn, aber ich will jetzt auch auf die zusätzlichen Endings halt weiterhin abzielen. Deswegen probiere ich das mal so. Lass mich mal ganz grob überfliegen, ob meine Leute hier sinnvolles Zeug drin haben. Attack 3 ist auf jeden Fall schon mit dabei. Voicebreaker, Stärke 10. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so, weil ich werde vermutlich für die nächsten Bosskämpfe auf eine Million zum Beispiel nicht verzichten wollen. Ich habe ja auch nicht für jeden, das ist nämlich das nächste große Thema mit Equipment. Hier ist zum Beispiel Usis nicht mit dem Besten vom Besten ausgestattet, ne? Der muss das jetzt so ein bisschen wettmachen, indem er... Der hat auch nur eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50%, sehe ich hier gerade. Schwierig. Ich werde mir das angucken müssen offscreen, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich das nochmal komplett neu anordne. Und ich glaube, hier komme ich jetzt nicht mit 7-8 Minuten aus. We don't have time to backtrack. We need to hurry to the right wing's railway gun. Ja, machen wir schon. Hetzen Sie mich bitte nicht, junge Dame. Ja, hier fing das Spiel an. Ne? Das meinte ich vorhin. Ich dachte, dieser Screen kommt und dann haben wir erstmal die Kamera in dem Raum gesehen, wo die ganzen Leichen gelegen haben. Unschöner Anblick auf jeden Fall. Vielleicht waren sie auch nur schwer verletzt. Vielleicht sollte ich nicht vorschnell über Leichen sprechen, wenn es eventuell gar keine waren. Hier übrigens in Guerrilla Fortress... Ach, warte mal. Oh, wir werden definitiv Sarah steuern, aber sowas von... Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Nein. Die Range ist jetzt nicht die allerbeste, aber ich will trotzdem einfach aus Prinzip jetzt ein bisschen mit ihr spielen. Solange bis ich den ersten Gegner nicht erwische und mich das zu sehr frustriert. Here they come. They look just like that thing we fought during our field study. Mechanical monstrosities. Save the talking for later. We need to take these things out. Got it!
Machen wir. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob Sarah mit vollen CP einsteigt und das tut sie. Ey, ich glaube, wir sollten komplett die Gunst der Stunde nutzen, um uns gleich ihren S-Break anzugucken. Und das werden wir auch. Und vorher werde ich uns alle nochmal schön motivaten, um den Schadensoutput noch weiter zu erhöhen. Dann können wir mal gucken, wie ein normaler Angriff bei ihr aussieht. Warte mal, ich gehe mal hier auf so ein... Auf der linken Seite. Nett. Irgendwas hat sie gerade absorbiert. Das war ein bisschen auffällig. So, aber ist eigentlich auch komplett Wumpe. Wobei, ihn kann ich nochmal angreifen lassen, weil er noch ein bisschen CP-Bedarf hat. Und jetzt, seid ihr ready für Sarahs Plasma Storm? Ich würde sagen, Bühne frei. Also alles, was mit ihren Angriffen zusammenhängt, ist so ein bisschen lila-rosa-mäßig, ne? Das ist schon sehr cool. Irgendwie muss ich gerade an He-Man und She-Ra denken, wenn ich das so sehe. Und der Schaden kann sich auch sehen lassen. Aber nichts anderes haben wir von unserem Lieblingsinstructor erwartet, oder? Das war auf jeden Fall ein lohnenswerter Kampf. 2 Level-Ups. Direkt nach der ersten Begegnung. Und keine Items. Ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht. Und ich sehe gerade, wir haben noch voll viel in der Hinterhand an Kohle. Ich hätte mich vorhin, also in der letzten Folge, so richtig austoben können, indem ich ein paar mehr Ingredients noch eingekauft hätte und so. Das habe ich zu spät gesehen. Aber egal, das Geld rennt ja nicht weg. No doubt about it. Those things were the same as the one we fought outside the Gram. It seems a large number of them are on the loose inside the fortress. I'm guessing that's what got the soldiers we just saw too. Seems so. They definitely look more like orbally powered archaisms than monsters. So these are archaisms. Are you certain, Instructor? Yeah, they're a kind of autonomous weapon made by a rather unsavory group. And a real pain to deal with, too. We need to hurry, but keep your wits about you. Understood. Das machen wir. Mit dir an unserer Seite kann doch quasi gar nichts passieren. Ich sollte vielleicht auch gleich mal speichern. Ich habe irgendwie gerade gar keinen Bock auf das Speichermenü. Moment, es fehlt Detection. Oh nein, jetzt sagt mir nicht, dass das irgendjemand hat, der gerade nicht Teil unserer Gruppe ist. Ich befürchte fast, dass dem so ist. Warte mal. Jemand auf der Ersatzbank eventuell? Ja, Gott sei Dank. Okay. So, dafür sollten wir ja schnell eine Lösung finden, hoffe ich. Zum Beispiel direkt hier. Dann bekommst du jetzt nämlich Detection. Fortuna ist eh irgendwie völlig überflüssig. Aber ich weiß auch, bei Uses war das auch schwierig. Wobei sowas hier würde mehr Sinn ergeben. Warte mal, ich kann ja Golden Sphere zum Beispiel rausnehmen. Da geht es nämlich schon los. Und stattdessen die Dragon Vision, damit er den Boost auf die Stärke noch mitnimmt und so. Wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich alles nochmal neu angeordnet haben und dann sieht das ja alles ein bisschen sinnvoller aus. Wobei die Basis-Quarze, die stimmen ja schon. Achso, ich wollte hier nochmal gucken, genau, weil da ist nämlich eine Kiste. Ne, da unten sind die Sackgassen. Hier oben geht es nämlich weiter. Genau, völlig falsch gesehen. Hier war übrigens in meinem ersten Spieldurchgang, also in dem Gebiet irgendwo, ich weiß nicht mehr welcher Raum, das einzige Rezept, was ich übersehen habe, was man hier, finde ich, auch relativ leicht übersehen kann. Also im Let's Play selber werde ich auch nicht alle Rezepte finden. Ich glaube, ich habe schon das eine oder andere ausgelassen, aber ich werde mal versuchen, das hier zu erspähen, weil das liegt irgendwann hier auf dem Tisch. Ich meine, wann guckst du dich in dem Spiel mal irgendwie in Schränken? What the? Looks like they were packing explosive charges. We'll need to find another route. Du guckst dich halt in der Regel in den Zimmern wenig genau um, weil es dort in den seltensten Fällen was mitzunehmen gibt, ne? War ja schon bei Trails in the Sky so. Insofern verstehe ich auch, warum ich das übersehen habe, aber ärgerlich war es natürlich trotzdem. So, immer schön auf die Tische gucken, ne? Das ist die Devise. So, dann ist es mal nach oben gehen. Hier unten gab es auch keinen einzigen Gegner. Das wird sich hier vermutlich ändern. Wir sehen die Gegner ja auch auf der Karte. Ah, da ist er. Warum bist du so schnell auf mich aufmerksam geworden? Ich habe jetzt aber nicht irgendwas drin, was Gegner anlockt oder so, ne? Es gab nämlich das ein oder andere. Krieg ich dich jetzt nicht hinterrücks?
Liegt es eventuell in eurem Naturell, aufmerksam zu sein? Ich befürchte fast. Oh, uncool. Sehr uncool. Vor allen Dingen, weil ich jetzt gerade mit einer etwas limitierteren Gruppe unterwegs bin. Also limitiert dahingehend, dass das Equipment nicht so ganz optimal ist. Eigentlich ist Uses der Schwachpunkt, weil ich glaube, Sarah hat ganz gute Basisvoraussetzungen hier schon mitgebracht. Das konntest du ja vorher auch nicht beeinflussen, indem du irgendwie Waffen oder so für sie kaufst. Aber Uses halt. Das müssen dann die anderen ein bisschen kompensieren. Mind 3. Sehr schön. Lass mich mal ganz kurz gucken, weil unsere Magierin der Stunde ist ja sie und sie hat Mind 3 schon drin. Sie hat aber nicht Action 3. Habe ich da vielleicht noch irgendwas über? Nö, leider nicht. Cast 3 gab es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es gibt kein Cast 3 bis zum Ende des Spiels. Ich glaube, 2 bleibt hier die höchste Zahl. Naja, egal. So, wo wollte ich hin? Nein, ich wollte auf die Karte. Okay, im Raum nebenan gibt es leider keine Kiste. Aber warte, ich habe schon wieder den Tisch ignoriert. War hier was auf dem Tisch? Nee, ne? Nee, ich glaube, das war aber auch kein rechteckiger. Ich meine, das war so ein kleiner quadratischer Tisch. Ich war so gründlich, ne, beim ersten Durchgang. Das hat mich richtig gewurmt, als ich das dann mitbekommen habe, weil ich das dann ja auch nochmal gespielt habe. Ab dem Punkt hatte Gott sei Dank einen Speicherstand auch angelegt noch hier. Und, ja, das ist halt trophäenrelevant auch, ne? Ich meine, ich habe das nicht auf Platin gespielt, weil ich den Nightmare-Durchgang noch so ein bisschen scheue. Und weil ich halt auch noch das ein oder andere Ending brauche. Darauf arbeite ich ja hier auch hin mit dem Let's Play. Also mit Ending meine ich halt diese charakterbezogenen Szenen, die du zum Ende des Spiels hier noch sehen kannst, aktivieren kannst, wie auch immer. So, solange das so eine kleine Gruppe bleibt, ist das okay. Wobei ich für größere Gruppen auch genügend Crafts habe, glaube ich, die hier ganz gut weiterhelfen. Aber selbst größere Gruppen sind easy, wenn ich es schaffe, den Kampfvorteil rauszuholen. Problematisch wird es nur, wenn das nicht gelingt. Das heißt immer dann, wenn wir in den kleineren Räumen unterwegs sind, vermutlich. So, warte mal. Bin ich jetzt hier schon drin gewesen? Ich kann mir schon wieder keine 2 Sekunden irgendwas merken. Ja, aber hier gab es keine Kisten oder so, die man zerhauen kann. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal zum Storage Floor 1 aufbrechen und hoffen, dass wir die Liberation Front irgendwie gestoppt kriegen, bevor sie anfangen, die Riesenkanonen zu aktivieren und Tower und die anderen Leute, die sich gerade auf der Conference befinden, in Gefahr zu bringen. Das gilt es zu vereiteln. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!